Servus miteinander. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe seit langem ein Gefühl, ein Verlangen, fast schon eine Sucht. Es ist das Reisen mit dem Motorrad. Meiner Meinung nach die freiste und offenste Art, um unterwegs Abenteuer zu erleben. Und deswegen nehme ich euch heute auf eine weitere Trans-European-Trail-Tour mit. Also, auf geht's! Guten Morgen. Es geht gerade die Sonne auf und lässt den höchsten Berg der Dolomiten in einem Flammenmeer aufgehen. Die nette Verwalterin schenkt uns einen Käsekuchen, Tee und Kaffee. Sie meinte, wir sollten wiederkommen, wenn Corona vorbei ist. Wir bedanken uns herzlich und machen uns zur nächsten Offroad-Strecke auf. Durch die kleinen Straßen gibt es immer mal wieder Hürden beim Gegenverkehr. Jedoch diese zwei Italiener kennen ihre Fahrzeuge genau. Lecker! Cool! In diesem Bereich der Strecke wurde früher geköhlert. Einige sind noch zu Showzwecken aufgebaut. Über viele Serpentinen fahren wir bis zum Refugio San Bastino am Duranpass. Hier genießen wir die Sonne und unsere Mittagspause. Wir fahren weiter und sind am frühen Nachmittag auf einem Campingplatz angekommen. Laut Google ist der Campingplatz auch gleich die beste Pizzeria in den nächsten 15 Kilometern. Jedoch hat dieser nur am Wochenende offen wegen Corona. Ich schnapp mir Marions Motorrad und fahre in die Schlucht, in die wir eigentlich fahren wollten. Ich möchte die Forststraße noch fahren, da sie nur am Wochenende befahrbar werden darf. Auf einer sehr kleinen Straße zirkle ich mit der kleinen Beta um Berge herum, bis ich auf der Forststraße ankomme. Dies ist sehr schön, jedoch schon sehr für Lkw-Transporte befestigt worden.
drehe um und fahre wieder nach Hause. Am Abend kommen 2 deutsche Fahrradfahrer, auch wegen der Pizzeria, auf den Campingplatz. Wir schließen uns zusammen und ich hole mit dem Motorrad die Pizzas von einer anderen Pizzeria. Die Biker wollten jeweils 2 Pizzen. Als der Pizzabäcker sah, wie ich mit 5 Pizzaschachteln auf dem Gepäckträger verschnallt und die Nachspeise und 6 Bier in meinen Taschen waren, meinte er, Mission Impossible. Wir winkten uns zum Abschied zu und ich fuhr los. Kaum am Kreisverkehr kurz vorm Campingplatz angekommen, hält mich eine Polizeikontrolle auf. Der Polizist mustert meine Maschine und meint, ciao. Ich meinte so, salve. Er sah die Pizzas hinten darauf und mein Kennzeichen. Germani. Ich erwiderte, sì, Germaninski Pizzatransporto. Oh, avanti, avanti. Und so fuhr ich lachend weiter. Wir verbrachten einen sehr schönen Abend mit dem Fahrradfahrern, mit der Pizza, Tiramisu und Bier. Der Morgen startete früh, denn wir wollten weiter zu den nächsten Offroad-Abschnitten. Neben einer Ruine sehen wir ein sehr gut erhaltenes Aquädukt. Die Sonne scheint stark und scheint durch die langsam sich verfärbenden Blätter. Der Herbst klopft an die Türe. Wir fahren von der Straße ab und es geht nun durch den Wald. Zuerst eine gewalzte Straße, bis diese nur noch ein kleiner Wanderweg wird. Deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open up the sky for me. Auf dem Weg steht ein Herr, der uns mitteilte, dass die Straße gesperrt ist, da Baumfällungen gerade am Laufen sind. Am Ende lässt er uns jedoch passieren. Wir kommen nun auf eine Hochebene, die sich anfühlt, wie als wären wir in Irland. Alles gerade und nur Kühe und Steinmauern auf den Feldern. Auf dieser Hochebene wird der berühmte Asiago Penna Käse hergestellt. Ihr solltet unbedingt dort anhalten und einen kaufen. Der ist einfach mega.
Weiter geht es auf groben steinigen Schotterwegen aus dem Plateau heraus. Serpentinen mit dicken, losen Steinen machen uns das Leben ein bisschen schwerer. Wir treffen an einer Kehre 2 Finnen und einen Rosenheimer mit LC8 Motorrädern. Wir reden ein wenig, fahren aber dann getrennt weiter, denn sie haben noch ein festes Ziel und wir sind ein bisschen zu langsam für sie. Das Wetter zieht sich zu und es riecht schon nach Regen. Marion möchte eine Pause machen, jedoch dränge ich darauf, dass wir weiterfahren, da der Untergrund bei Regen und Schnee sehr schwierig für uns werden könnte. Kaum gesagt, fing es an, wie aus Eimern zu gießen. Die Straße wurde zur Rutschpartie. Die großen Steine waren nun fast grippiger als der Sand, der auf der Straße lag. Unter einer Brücke treffen wir die KTM-Fahrer wieder und reden, bis der Regen aufhört. Richtig gut ist, wenn man am Abend einfach fertig ist. Ja. Ja, schön ist die schon. Spaß macht's auch. Es ist eigentlich ein sehr schönes Reisemoped. Ich wollte halt einen Ersatz für eine Afrika Twin haben. Und die ist halt die leichter ist und besseres Fahrwerk hat. Was mir da jetzt sehr gut gefällt, auch im Verhältnis zu den Adventures oder so, ist, dass sie so schlank ist. Ja, das ist ja, hinten macht sie sich jetzt breit, aber wenn du sie Ja, wirklich weil nur halt so das siehst, so ist sie draufbaut ist, genau, aber wirklich ansonsten ist die super dünn. Also die ist nicht dicker als sie. Dann sieht man sich, gell? Bleibt auf dem Moped sitzen, gell? Und viel Spaß euch noch, gell? Langsam mit Staub und Wasser und Ja. Stressen tun wir uns nicht, wir haben genug Zeit. Na dann, passt auf euch auf. Pass auf dich auf, Pfiat. Da wir vollständig nass geworden sind, entscheiden wir uns, in ein Hotel zu gehen. Erstmal warm geduscht, entschieden wir uns, eine richtig gute Pizzeria aufzusuchen. Gesättigt und glücklich gehen wir ins Bett. Guten Morgen. Nein, wir wollten nicht in ein 3-Sterne-Hotel übernachten. Und nein, ich wollte nicht den Perserteppich des Hotels total durchnässen. Jedoch hatten wir leider keine andere Unterkunft gefunden, weil keine mehr offen hatte. Also schnell abhauen und weiter geht's auf die Tiet, die in 10 Kilometern nach der Ortschaft wieder beginnt.
Du hast dir die weitere Strecke angeschaut und? Jetzt sag mal. Sie hasst mich. Gegen Mittag kommen wir an den Rand der italienischen Bergreihe und können bis nach Venedig blicken. Mitten am Abgrund steht gleich neben der Straße ein Tisch, der uns zum Mittagessen einlädt. Nach einer guten Stärkung mit Salami, gutem Pennerkäse und Baguette führt der Weg ins Tal. Wir fahren auf den nächsten Berg. Die Straße ist klein. Sie zieht sich verspielt und beschattet durch Bäume am Berg hinauf. Ach du Scheiße. Oh. Wir haben ein Problem. Und was haben wir dafür? Wir haben alles dabei. Tja, was ist passiert? Schmorikus ist ist passiert. Obwohl, das schaut jetzt gar nicht so wild aus. Ne? Ja, dann schneiden wir dich mal ab, würde ich mal sagen. Hier, weite deines Amtes. Sonst bin ich wieder schuld. Ich will nicht schuld sein. Jetzt ist schon soweit, Marion sägt ihr eigenes Motorrad auseinander. Und jetzt nochmal schnell kurz hier so machen wir was, dass das hier nicht mehr weiter futzelt, oder wie? Passiert nichts. Lass es nicht schmutzig. Glaubst du, es stinkt jetzt nicht mehr? Ja, was soll ich jetzt damit? Warum ich eigentlich immer den Müll kriege. Ich kriege immer den Müll. Mein ganzes Motorrad ist einfach nur voller Müll. Essen und Müll. Eins von beiden. Und Messer. Also es ist natürlicherweise jetzt in einer wunderschönen Abfahrt im Offroad-Fahren passiert. Im Schatten? Im Schatten zum Glück, ja. Und in Duristan ist ja so helle gewesen, dass sie hier... Das ist echt cool, oder? Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Funktionalität hier hält. Marion macht sich außerdem sehr, sehr gut im Offroad-Fahren derzeit. Es gibt so Tage, wo es schlechter läuft, es gibt Tage, wo es besser läuft. Aber heute ist einer der besten. Wir lernen auf einem Parkplatz Lars kennen. Er fährt alleine mit seiner Tenere 700 auch die TET entlang. Er schließt sich uns an und wir begrüßen einen weiteren Tenere-Fahrer bei uns.
Leider trennen wir uns aber schon kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben, wieder, weil er ein Hostel gebucht hatte und dies im Tal liegt. Wir wollen zu unserem Campingplatz, der leider geschlossen hatte. Jedoch eine nette alte Dame in einem Auto zeigte uns ein Hotel, welches ihrer Tochter gehört. Sie ist Veganerin und ihr deutscher Gatte auch. Sie bieten eine alternative Küche zum normalen italienischen Essen an. Und das hat es in sich. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen und geschlafen. Von mir ein klares Must-Have, wenn ihr in dieser Begehung seid. Links findet ihr unten in den Kommentaren. Ja, das waren die nächsten 3 Tage. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken für die 100 neuen Abonnenten und diesen so vielen Likes und Kommentaren. Danke nochmal für alles. Ihr seid einfach awesome. Wenn ihr jetzt abonniert, verpasst ihr auch den zweiten Teil nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Es zeigt mir, dass euch das Video gefällt und ich das Richtige tue. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil, den ich euch präsentieren werde, weil da werden wir noch mehr auf die Kacke hauen. Servus, euer Frankie.